529 Tage. Genau so lange waren wir auf Bambusfahrräder von Deutschland bis nach Japan unterwegs. Aber mit dem, was uns hier erwartet, konnte keiner rechnen. So hast du Japan noch nie gesehen. Wie ein surfender Pfarrer diese Reise auf den Kopf stellt und warum ich leider alleine weiterfahren musste, seht ihr in diesem Video. Was geht ab? Wir sind gerade mal 10 Minuten in Japan angekommen und jetzt haben wir aber eine Einladung bekommen von jemandem und fahren gerade hinterher. Also, das ging schnell. You're my son. But thank you so much for your invitation. Yeah, no problem. Thank you. Stamp. Yeah, thank you. Eine schöne. Ach, guck mal hier. Ah ja, da schlafen sie. Das ist dieses, wie heißt das? Wie heißt das? Futon? Futon, genau. Das ist auch so ein Futon. In Japan schiebt man ja überall diese Räume auf mit so einer Tür, ne? Cool. Und wir hatten auf dem Boot auch ja gerade keine Betten, ne? Nee. Das hat man in Japan da nicht. Die haben nur die Matratzen auf dem Boden, darauf schlafen sie und es war ultra bequem. Das hat gut gepasst. Ja. Der zeigt uns gerade so eine riesen Mappe und da steht wohl drin, dass er und seine Frau beim Weltcup, also Fußball-Weltcup 2002, was ja Japan und Korea ausgerichtet haben und bis dahin waren die Staaten ja nicht so gut miteinander, ne? Und die haben das einzige japanische, koreanische Baby gemacht. Also der da. Von 30.000 Freiwilligen, die da mitgearbeitet haben, ist quasi ein Baby entstanden. Und da ist ein Artikel quasi über ihn. Hier ist der World Cup Baby. Wow, mit dem Pokal. Ja. Oh. Mit dem Pokal als auch. Yeah, original. Really original. Yeah. Wow. Er erzählt uns, dass ihr Kind zum Symbol der Freundschaft zwischen Korea und Japan wurde und dass Fußballer wie Ronaldo oder Ronaldinho ihren Sohn in den Arm gehalten haben. Wir machen jetzt hier diese kalte Nudelsuppe, die es in Korea immer gab. Er ist ja Koreaner und liebt die koreanische Küche. Und jetzt kriegen wir auch wieder was davon. Und ich darf hier mitkochen, weil ich bin die Frau. Der Hans ist der Kameramann. Ich darf nicht, ich bin der Maria, look. Ja, hallo. Also Franzi hat sich mit Maria vorgestellt, weil Franziska checkt niemand. Ja, mach ich manchmal so. Ganz schön viel Druck, der auf mir lastet, dass ich als Frau hier kochen muss. Japan. This one. Oh, that's good. Oh, yeah. Während Franzi kocht, darf ich mir seine Wohnung anschauen. Die Fußböden sind traditionell mit Matten aus Reisstroh bedeckt. Und das Schlafen auf dem Boden steht in Japan für die Bodenständigkeit und ihren Minimalismus. Japanische Wohnungen sind oft ziemlich klein. Daher sind auch platzsparende Schiebetüren die beste Option. Okay, slowly. And 3 minutes. Hättest du vor einer Stunde gedacht, dass du jetzt hier stehst und kochst? Ich weiß, ich finde dich komisch, in der Küche zu stehen, muss ich sagen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Dieses Nudelgericht aus Korea wird kalt serviert. Und wir kommen ja gerade aus Korea und fanden das bisher gewöhnungsbedürftig. Ach echt jetzt? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Du make ice cubes in the noodles. Also ich dachte, die Nudeln werden kalt gemacht mit Wasser, aber dass da wirklich Eiswürfel reinkam. Also wir halten immer fest, Nudeln, Eis, fermentierte Gurken, die Soße, die ihr gerade reinmacht und Essig. Wenn man das in Deutschland machen würde, wäre der Verdacht, dass man schwanger ist. Ne? Ja, das kann sein. Wenn ich sowas sage, ne, das ist immer überhaupt nicht abwertend gemeint. Ich finde das lustig und total schön, hier eingeladen zu sein. Mhm. Der Respekt, der ist auf jeden Fall da, auch wenn ich sowas sage. Ich wusste gar nicht, dass man die Stäbchen so halten darf. Ich dachte immer, das wäre irgendwie eine Kriminaltat. Come on, slowly. Itadakimasu. Itadakimasu. No, itadaki. Itadakimasu. Itadakimasu. Good. Itadakimasu. Also muss wirklich sagen, wir haben ja so ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt in Korea, waren so ein bisschen kalte Suppen, aber die ist richtig gut. Richtig lecker. Das ist bisher die beste. Und ich gehöre nicht zu den Freunden der kalten Suppen. Genießer. Das ist so cool. Ich war jetzt hier gerade auf Toilette und er hat mir dann erklärt, okay, nach dem Toilettengang sollte ich hier spülen. Und sobald ich hier spüle, geht hier dieses kleine Waschbecken an. Kann man die Hände waschen und gleichzeitig füllt die Toilette damit wieder auf. Also das Wasser, womit man sich die Hände gewaschen hat, wird danach wieder für die Spülung genutzt. Das ist so genial. Das ist bahnbrechend. Das ist bahnbrechend. Aber mir persönlich hat seine Erklärung am besten gefallen. Japan, proof and washi. Ja. Bra 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 bra. But Warst du stolz, er sagt? Ja.
Sind ja gerade erst die ersten Kilometer hier in Japan. Und wir kriegen jetzt schon die ersten Verhaltensregeln so ein bisschen mit. Ich habe gerade ein paar Mal geklingelt. Das soll wohl unhöflich sein, was ich gemacht habe. Und Franzi meinte gerade, dass Furzen unhöflich ist in dem Land. Ich bin am Arsch. In welchem Land ist es nicht unhöflich? In China. Als ob. Hey, ich dachte, Furzen in China ist höflich. Nein, du rülpst. Ach, Rülpsen. Oh. Deswegen haben die immer so geguckt. Wir sind heute mit der Fähre in Osaka angekommen und wollten eigentlich die nächsten 2 Wochen nach Tokio fahren. Aber daraus wurde nichts. Komplette Planänderung. Ich habe jetzt gerade eine Woche im Bett gelegen mit Fieber. Das bringt unseren Zeitplan jetzt komplett durcheinander. Wir machen es komplett anders. Wir werden jetzt nach Sapporo mit der Fähre fahren. Ein hoffentlich besseres Klima. Es ist einfach zu heiß. Wir wollten eigentlich von Süd nach Nord fahren, also erst nach Tokio auf ziemlich direkten Wege und dann weiter im Norden nach Hokkaido. Aber wir haben uns jetzt eben entschieden, dass wir das umgekehrt machen, dass wir erst nach Hokkaido und von Nord nach Süd fahren, weil die Hitze ist echt wieder so krass und wir haben einfach keinen Bock mehr. Also ich hab's satt. Ich will diese Hitze nicht mehr. Also es sind jeden Tag 37 Grad ungefähr. Hätten wir gar nicht von Japan gedacht. Aber heute geht es erstmal nach Nara. Das sollen wohl irgendwie Rehe rumlaufen. So irgendwie mitten in der Stadt. Ja. Also wenn wir es richtig verstanden haben, keine Ahnung, was da jetzt Sache ist. Und wir haben 2 ziemlich coole Veränderungen am Start. Das Wichtige zuerst. Das ist ein Traum von mir. Ich fahre jetzt mit der One Piece Flagge auf meinem Fahrrad rum. Ich bin Manga- und Anime-Nerd und das musste sein in Japan. Das ist einfach Pflichtprogramm. Und wir haben eine neue Kamera. Das ist eine 360-Grad-Kamera. Ich glaube, damit lassen sich ziemlich cool gerade Begegnungen filmen und sowas mit Menschen. Ist eine echt saugute Verstärkung. Die Tiere, die in Nara frei herumlaufen, sind die heiligen Sika-Hirsche, also keine Rehe. Verzeiht uns die Verwechslung, also immer wenn wir von Rehen reden, sind es Hirsche. Hä? Einfach so? In der Stadt? Ich dachte, hier gibt es ein Gehege oder sowas, aber... Also so einfach in der Stadt beim Verkehr. Was für schöne Tiere. Ich glaube, die mögen mein Salz. Ich glaube, die mögen unsere Schwitzigkeit. Die Kamera. Oh, stimmt wirklich. Dieses Koexistieren zwischen Mensch und Tier gibt es wohl schon über 1000 Jahre in Nara. Seit dem Jahr 768 gelten die Hirsche als heilige Boten der Götter. Und bis ins 17. Jahrhundert stand sogar die Todesstrafe auf das Töten eines Tieres. Nara war die erste dauerhafte Hauptstadt Japans und die ersten Siedlungen entstanden wohl schon 14.000 vor Christus. Und die kommen ja alle hierher, wegen den Rehen vermutlich. Ist ja auch eine Attraktion. Also. Ja, aber ich finde das cool, dass wir immer nie eine Ahnung haben von den Ländern. Wir kommen nach Japan und wir hören vorgestern, dass hier irgendwie Rehe rumlaufen. Da kommen wir her und die laufen frei rum. Und halt richtig zutraulich. Das ist so besonders, also so viel mehr besonders, als glaube ich, wenn man das schon weiß. Seht ihr das? Die verbeugen sich auch. Das kann ja nicht sein. Also ich pack's gerade nicht, dass sich die Rehe auch mit verbeugen, wenn man sich verbeugt. Bitte? Das ist ja krass. Was? Und natürlich muss ich das auch ausprobieren. Sowas kann es auch nur in Japan geben. Warum? Ich hätte nie gedacht, dass sich mal ein Reh vor mir verbeugt. Das mit dem Verbeugen ist ja eigentlich deswegen so lustig, weil auch jeder Radfahrer, dem wir entgegenkommen, verbeugt sich halt so vor uns. Das ist ja hier die Begrüßung in Japan. Es ist wirklich einfach so krass, wie zutraulich die sind. Ne? Hier kommt schon der Nächste und beißt dir ganz ins Ohr. Moin. Aber sie haben hier jetzt auch Zonen zum Beispiel, wo keiner ran kann und so, weil wir haben uns auch gedacht, die armen Tiere und auch, wir waren ein bisschen weiter im Wald und da ist so viel freie Fläche, wo sie sich verstecken könnten. Da haben sie toll gemacht, ne? Die können überall Rückzugsorte und sowas. Die müssen nicht mit den Menschen abhängen, aber wegen dem Fressen machen sie es. Ich glaube, ja, deswegen machen sie es. Jetzt machen wir uns aber auf nach Kyoto, das freuen wir uns auch richtig drauf. Eine der einzigen oder der wenigen Städte in Japan, die wir uns auch richtig angucken wollen. Wir sind ja so ein bisschen Kulturbanausen. Wir sind eigentlich Ja. hier anderen Leute und gucken halt, was unterwegs kommt. Ja, Aber Kyoto wollen wir unbedingt angucken. müssen wir uns anschauen. Ja.
Auf dem Weg nach Kyoto treffen wir zufällig diesen Kollegen. Wir hatten uns verfahren und vermutlich hat er unsere verwirrten Gesichter gesehen und sprach uns an, ob er uns weiterhelfen kann. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir noch nicht ahnen, dass er uns in ein paar Tagen zufällig den Arsch retten wird. Wir erreichen Kyoto. Im Gegensatz zu vielen anderen japanischen Städten blieb Kyoto während des Zweiten Weltkriegs von Bombardierungen verschont, wodurch viele historische Gebäude erhalten blieben. Wir wissen nicht ganz, was es ist, aber diese Stadt hat einen speziellen Charme. Aber auch wenn wir uns hier wohlfühlen, müssen wir bald den nächsten Rückschlag hinnehmen. Wir probieren jetzt die japanische Küche endlich auch mal in einem Restaurant aus und nicht nur im Supermarkt. Hans, was isst du denn da? Gyoza. Das Spiel jetzt gerade nicht vor, das ist unglaublich lecker. Wow! Was? Arigato. Jetzt gibt's eine richtige Portion Ramen hier. Das ist eine Riesensuppe. Ich glaube, auf Ramen freue ich mich schon, seit ich in Deutschland losgefahren bin. Ramen ist eigentlich so das Gericht in Japan, oder? Das ist die Erfindung des 21. Jahrhunderts. Ich muss euch mal die Jacken vor uns zeigen. Die haben eine Klimaanlage in der Jacke. Wie krass ist das denn? Und das ist nicht nur ein Trend von ein paar einzelnen Menschen. Viele tragen das und selbst Arbeiter auf der Baustelle oder Polizisten haben solche Ventilatoren in der Uniform. Ey, das ist sowas von Japan. Eine Klimaanlage in der Jacke. Ventilatoren, Hans. Ja, okay. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Ventilatoren. Im Laufe des Tages hat diesmal Franzi Fieber bekommen und unsere Pläne für Japan müssen wir erneut ändern. Ach Leute, es ist nicht immer einfach, ey. Erst war ich eine Woche krank, jetzt hat's Franzi erwischt. Jetzt hat sie auch Fieber und liegt im Bett. Was machen wir? Also das Ding ist halt, wir haben halt Zeitdruck, ne, diesmal. Weil wir haben halt unsere Fähre, die nach Amerika geht, unser Schiff. Und wir haben jetzt nur noch, Stand jetzt 5 Wochen in Japan. Das klingt zwar erstmal ein bisschen, also genug Zeit, aber es ist zu wenig für das, was wir vorhaben. Und jetzt ist irgendwie ein kleines Wunder passiert gerade. Es ist unglaublich. Wir sind ja gestern nach Kyoto gefahren und auf dem Weg dahin hat uns jemand angehalten, hat uns kurz gesagt, wo es lang geht. Und der hat an Instagram geschrieben, dass er morgen in Maizuru, also da, wo wir hin müssen, angeln geht und uns und unsere Räder mitnehmen kann. Das ist doch wirklich eine Chance, 1 zu 1 Million. Das ist so unglaublich. Tja, auf und ab einer Reise, ne? Vor ungefähr 5 Jahren haben wir beschlossen, mit dem Fahrrad von Deutschland nach Japan zu fahren. Und auch wenn wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben hier in Japan, hing bei uns im Wohnzimmer mit japanischer Schrift, der Weg ist das Ziel. Und es könnte es gerade nicht besser treffen, weil der Weg war wirklich das Ziel. Das Fieber steigt immer noch. Oh, das wird heute basic. Aber es lässt sich leider nicht ändern, wir haben die Fähre gebucht. Er ist ein Fahrradmechaniker. You are bicycle mechanic. Yes. So einen Zufall gibt's gar nicht. Guck's mal an. Super draufgespannt. Hey, dass wir so jemanden unterwegs treffen, das kann kein Zufall sein. Kitamura erzählt uns, dass er alle ein paar Wochen nach Maizuru fährt, um dort in der Nacht Tintenfische zu angeln. Er meint, dass wir in Japan überall auf die Hilfe der Menschen zählen können. Und es macht ihn stolz, dass er heute internationale Gäste weiterhelfen konnte. Bitte kommen Sie noch einmal nach Japan. We will come back to Japan. Wir haben hier so ein Übersetzungszauberteil, das ist echt richtig gut zu übersetzen, weil er spricht kein Englisch und wir natürlich kein Japanisch. Und das klappt echt wunderbar. Also, heute ist doch noch ein guter Tag geworden. So ein netter Typ. Trotz Franzis Zustand gehen wir an Bord der Fähre, die uns auf die nördliche Insel Hokkaido bringt. Am nächsten Morgen kommen wir an und entscheiden uns, dass ich erstmal alleine Hokkaido erkunden werde. Das Fieber wurde zwar besser, aber Franzi fühlt sich einfach noch zu schwach zum Fahrradfahren. So, dann geht's eben ohne Franzi weiter. Tut mir sehr leid für sie, aber das geht nicht. Sie hat jetzt knapp 40 Fieber gehabt, ein paar Tage lang. Das braucht jetzt echt mal einige Tage. Jetzt nichts sinnlos riskieren. Dann werde ich alleine Hokkaido unsicher machen. Wird auch eine coole Zeit. Hätte mir zu diesem Zeitpunkt jemand gesagt, was in den nächsten Tagen auf mich zukommt und wie ein unglaublicher Zufall den nächsten jagt, den hätte ich niemals geglaubt. Alles begann an diesem Strand, als ich den surfenden Pfarrer Brian begegnet bin. Das hier ist Brian, der gerade gesurft ist, habe ich gerade zufällig gefilmt. Und er ist Pastor hier in Sapporo.
und ich soll ihn in Sapporo in der Kirche besuchen. Wie cool ist das denn? No sprechen Sie Deutsch. Sorry. And he gave me, und er hat mir Käse und Nüsse gegeben für die nächsten Kilometer. Thank you so much. You're welcome. It's a You're pleasure to welcome. meet you. Enjoy your trip, and maybe I'll see you in America next year. I don't know. Yeah, it would be nice. Man. Yeah. Well. Brian ist direkt zu mir gekommen, als er mich gesehen hatte. Hokkaido hat einen Ausländeranteil von nur 1% und Menschen wie ich fallen hier auf. Wie geil war das denn gerade? Der Pastor Brian aus Amerika lebt in Hokkaido und ich filme ihn hier beim Surfen, ne? Und es waren ja andere am Wasser und das war der einzige Nicht-Asiate. Und er kam sofort so, ey, was machst denn du hier? So ein anderer Nicht-Asiate. Übelst netter Typ, Alter. Ja, und jetzt hat er mich eingeladen nach Sapporo, dass wir uns auf einen Kaffee treffen. Oh wow. Tomato. For me. Thank you. Thank you. Thank you so much. Tomaten und Wasser. Die Menschen in Japan, ich sag's euch, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ich hätte nie gedacht, dass ein Land von der Gastfreundschaftlichkeit und von der Freundlichkeit mit unseren muslimischen Ländern bisher mithalten kann. Die fahren einfach weg, machen kein Bild, nichts. Es ist einfach so vollkommen normal, dass man miteinander hilft und einfach so ein paar nette Gesten macht. Jeder Einzelne ist so nett. Am nächsten Tag treffe ich diesen taiwanesischen Radfahrer. Taiwan. You. Germany. Germany. Germany, yeah. Germany, Japan, bicycle. Er erklärt mir, dass es hier ganz in der Nähe einen großen Vulkanberg gibt. Und einen Vulkan besteigen, das lasse ich mir nicht entgehen. Und damit steht mein nächstes Ziel fest. Als ob hier muss irgendwo der Vulkan sein. Wie kann ich denn das Ding gestern übersehen haben? Alter Schwede! Das Ding muss gestern in Wolken gewesen sein, das geht gar nicht anders. Das wird doch ein bisschen länger dauern, als ich mir gedacht hatte. Boah, hinter mir das Skigebiet schaut so geil aus. Hätte ich jetzt Bock hier im Winter richtig geil zu powdern mit dem Ski. Egal wen wir treffen, ne? Australier, Leute von der USA oder sonst wo. Die sagen, es gibt keinen Vergleich mit den Skipisten wie hier in Hokkaido. Und das Krasse ist hier, und das gibt es sonst nirgendwo, du kannst mit dem Ski den ganzen Skihang runterfahren bis zum Meer. Weil einfach bis zum Meer Schnee liegt. Aber je näher ich den Berg komme, desto mehr denke ich mir, verdammt ist der hoch. Und schaffe ich das heute noch? Aber ich bin nicht gerade der Typ für halbe Sachen. Boah, was ist das für ein Weg hier? Alter Schwede. Ab durchs Gebüsch. Fast oben. Aber Alter, es ist einfach viel zu heiß. Alter Schwede. 1600 Höhenmeter, 2 Stunden. Finde eine ganz gute Zeit. Da geht es jetzt noch hoch, die letzten Meter. Und das ist die Aussicht. Also echt wechselhaft. Ich finde, jetzt merkt man auch, dass das Teil ein Vulkan ist. Das ganze Vulkangestein. Und schaut euch das mal an. Das war nur steil. Also es gab hier fast kein Zickzack hier hoch. Es ging nur geradeweg hoch. Also 1600 Höhenmeter in 5 Kilometer. Brutal. Boah, wie geil ist das hier? Boah. Und kein Schwein hier. Boah. Also das muss ich erstmal auf mich wirken lassen. Boah! Guckt euch das mal an. Diesen geilen Vulkankrater. Boah! In solchen Momenten denke ich mir manchmal, ich bin so ein Mensch, der ist mit dem Fahrrad auf die andere Seite der Welt gefahren.
und ist auf den Vulkan gerade hochgelaufen. What? Woo! Knacker und Semmel habe ich nicht dabei. Nur so Reiszeug. Jetzt werde ich erstmal eine Stunde das hier auf mich wirken lassen. Das ist ein Gefühl von grenzenloser Freiheit. Mit niemandem würde ich heute tauschen wollen. Wir nutzen unsere besten Jahre für Abenteuer, anstatt Geld zu scheffeln. Klar, wenn wir zurückkommen, haben wir kein finanzielles Polster, noch haben wir in die Rente eingezahlt. Aber jetzt mal ehrlich, niemand kann mir erzählen, dass das eine schlechte Entscheidung gewesen sein soll. In einem reichen Land geboren zu sein und in einer Zeit zu leben, in der sowas möglich ist reine Glückssache. Und genau diesen glücklichen Zufall will ich nutzen. Nur so kann ich Hans im Glück sein, oder? Heute ist einer dieser Tage, die ich nicht vergessen werde. Wow, Leute, ich bin hier auf dem Heimweg gerade. Schau mal, wen ich hier habe. Wow. Noch nie so einen gesehen. Ist das so ein, wie nennt man das? Ein Hirschkäfer oder sowas. Wow, wie schön ist der denn? Zurück auf den Bock. Ich habe keine Ahnung, wohin ich fahre, ne? Ich glaube, das gab es noch nie. Also klar, oft wissen wir nicht, wie die Städte heißen, wo wir hinfahren, aber ich weiß nicht, ob ich nach Osten, nach Westen, sonst wohin fahre. Ich habe eine Woche Zeit, das weiß ich, aber der Rest spontan. Ich zelte eine Nacht im Wald und entscheide mich dann dafür, direkt nach Sapporo zu fahren, um Brian wiederzutreffen. So wie ein Tier hatte ich diesmal den Instinkt, dass ich genau dorthin muss, damit irgendetwas passiert. Keine Ahnung was, aber es wird sich etwas ergeben. Ich bin in Sapporo angekommen. Ich dachte, das ist so ein kleiner Skisprungort, keine Ahnung. Aber es ist einfach mal so groß wie München. Ich treffe jetzt gleich Brian, ihr wisst schon, der surfende Pfarrer. Der bringt noch seinen Freund mit. Aber ich brauche euch nicht erzählen, woher der kommt, weil er heißt Olaf. Wo soll ich anfangen? Da ist mein neuer deutscher Freund Olaf. Hallo. Und die Tochter von Brian. Ja, wir treffen uns hier auf dem Kaffee. Der Olaf macht gleich ein Barbecue, wo ich eingeladen bin. Ich kann die Nacht beim Olaf schlafen und morgen gehe ich zum Gottesdienst von Brian. Wie cool ist das denn eigentlich? Ich pack's gerade nicht. Ja, dann schauen wir mal auf der anderen Seite der Welt einen Olaf hinterher. Zum Barbecue. Alter, ich komme aus den Strahlen nicht mehr raus. Ich finde das gerade so geil. Olaf lebt schon einige Jahre mit seiner Familie hier im Norden Japans und liebt das Radfahren. Er ist Teil einer kleinen Kirchengemeinde und genau diese treffen sich heute Abend bei ihm zum Barbecue. Olaf ist einer der herzlichsten Menschen, die ich bisher kennenlernen durfte und ich fühle mich direkt wie ein Teil der Familie. Ich fühle mich richtig willkommen. Ne? Also die sind alle so nett und ich habe das vom Bauch vorschlagen. Das sieht richtig gut aus. Hier geht's Onigiri, Salate und viel Gemüse und Fleisch. Ich darf jetzt das erste Mal eine Jakobsmuschel probieren. Ich habe es also wirklich noch nie gegessen vorher. Sieht übelst cool aus. Und die ist auch von Hokkaido. Wie isst man sowas? Holy moly. Die ist so weich, ist wie Butter. Oh mein Gott. Ich bin im Himmel. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein geiles Barbecue. Es gab wirklich alles. Also Hühnchen, Rind, Wagyu, dann Fisch, Jakobsmuscheln, Garnelen, gibt alles. Und den kleinen Hundi hier. Hund gibt's aber nicht. Wir sind ja nicht in China. In China gibt's jetzt Hund. Okay, danke für die Info. Den gibt's bei uns nicht. Ich dachte, es gibt Spanhund. Also, nee, und nette Menschen, es ist genial. Der heutige Tag, ein Schritt nach dem anderen, das ist so wild. Guten Morgen aus meinem Schlafzimmer hier. Ich führe euch mal so ein bisschen rum. Ihr werdet es nicht glauben, ne? Heute Morgen beim Frühstücken, sie haben Sauerteigbrot. Deutsches Roggen-Sauerteigbrot. Nach 1,5 Jahren das erste Mal. Ich flipp aus, ey.
So schaut's hier aus. Guten Morgen. Guten Morgen. Es gibt Brot, Sauerteigbrot. Richtig cool, ey. Oh, das schmeckt so gut. Ich habe gleich gerade 2 Laibe bestellt. Und sie meinen so, boah, gleich 2 Laibe. So, kannst du niemals essen? Doch, ich esse ein Brot am Tag. Danke sehr. Boah. Hier sind wir jetzt bei der Bäckerei. Wer würde denken, dass es hier Sauerteigbrot gibt? So viel Brot. Her damit. Ja, und jetzt geht's mit 2 Kilo Brot im Gepäck zum Gottesdienst. Wir sind da an der Kirche. Das Gebäude war vorher ein Glücksspielhaus. Und jetzt wird's zur Kirche von denen umgebaut. Was geht denn hier ab? Also Olaf meinte auch, das ist keine Kirche, wie ich sie kenne. Ist auch mit Band und sowas und sehr laut. Also du trägst sogar Kopfhörer, oder? Ich habe Ohrstöpsel, weil es so laut ist. Ich bin schon zu alt. Jetzt bin ich mal gespannt, ey, was hier passiert. Ich habe mit vielem gerechnet, aber mit so einem energetischen Gottesdienst? Die Stimmung war einfach ansteckend und es fühlt sich viel mehr nach einem Fest an, als ein Besuch sonntags in der Kirche. Und dann kam Brian, der wohl coolste Pfarrer überhaupt, auf die Bühne und hat mit der gleichen Energie weitergemacht. Tuesday I was surfing 火曜日私はサーフィンしてたんですけど and I saw a guy watching me. I thought maybe he's 見ました a scout from the World Surf League. Yeah. I thought maybe he's checking me. Okay. They found me. It turns out he's a guy from Germany, traveling around the world with his girlfriend. 彼は一人でいたんですけど So we started talking. I'm a pastor at ICF. You should come to ICF sometime. He said, but I'm going a different way. Friday afternoon, I got an email. Brian, can you meet me tomorrow? I changed my plans. So he was German, and he loves bicycles. Do we know anybody German that loves bicycles? ドイツ人で自転車が好きな人 Nobody. 誰か知ってますか Nobody at all, right? So I called Olaf. He said, I want to meet him. So yesterday we met him, and then Olaf says, why don't you stay the night at my house? And I said, yeah, then you can come to church tomorrow. So Hans is here at church today. でハンズさんが今日教会に来てます It's just fun to meet people. And you never know. They might come to church. Great. If they don't, great. 教 Whatever. 会に来ないかもしれません Das war ja gerade so cool. Der Brian hat es auch ganz viel mit so Themen von der Persönlichkeitsentwicklung mit reingenommen und das so ein bisschen gemixt mit Bibelvers und so. Also völlig modern und schön und vor allem energetisch, ne? Die Musik auch. Und ich bin gerade ein bisschen geflasht. Das habe ich nicht von einem Kirchenbesuch erwartet, den ich kenne. Ja, jetzt gehe ich nochmal zum Brian, sage ihm ciao und dann geht's ab in den Norden. Olaf zieht mich nämlich die ganze Zeit voll ab und ich komme am Berg nicht hinterher. Und er meinte jetzt, ja, er fährt mal den Berg hoch. Ich fahre jetzt mal den Berg hoch. Ich sage ihm, das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Das Gefühl, das kenne ich gar nicht mehr, dass man einfach tritt und hoch so schnell ist. Viel Spaß. Wie fühlt sich's an? Ja. Wie fühlt sich's an? Ja, wie ein Motorrad. Echt? Also von der Lenkung her. Ist ja dermaßen schwer. Ja, hoch zu ist gemein. Wir müssen noch weiter geradeaus. Geradeaus? Ja. Gut für dich? Ja. Boah. Was ist los? Nix. Ich freue mich doch. Du freust dich? Ah, okay. Vor Freude stöhnen. Hast du unterschätzt eigentlich, oder? Ja. Ja? Ich bin fertig. Das waren 400 Meter oder so. Oder 300. Omadai. Kiuna Saka. Dena. Okay, wir wechseln wieder. Hier wollte ich unbedingt hin. Das ist die Schanze von Sapporo. Ich habe in Garmisch direkt an der Schanze gewohnt und in Oberstdorf direkt an der Schanze gearbeitet. Das ist irgendwie so ein bisschen Heimatgefühl. Schon seit 100 Jahren gibt es auf Hokkaido Skispringen. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Schanze zerstört und wieder aufgebaut. Und 1972 war Sapporo der allererste asiatische Ausrichter von den Olympischen Winterspielen. Ich verlasse die Stadt und habe ein neues Ziel.
Ich will zum nördlichsten Punkt Japans. Dieser ist so weit im Norden, dass man sogar Russland sehen soll. Ich bin wieder alleine, habe mich gerade von Olaf verabschiedet. Und das für krasse 2 Tage jetzt, hey. Es hat so Spaß gemacht. Und jetzt fahre ich hier in den Norden von Japan, also wirklich ganz im Norden. Ungefähr 300 Kilometer liegen vor mir. Wird gerade ein bisschen dämmerig, das heißt, ich suche mir gleich irgendwo einen Platz im Wald oder so, ich weiß nicht. Und fühle gerade die Freiheit wieder sehr. Bin gerade richtig glücklich. Die nächsten Tage soll es halt regnen und es soll dann in 3 Tagen irgendwie ein Taifun angeraucht kommen. Ich hätte Taifun-Rückenwind. Das Ding würde mir eigentlich voll reinspielen. Ich hätte schon gerne mal 40, 50 km/h Rückenwind. Könnt ihr euch gerade nicht vorstellen, wie viele Libellen das hier sind. Bei nächster Möglichkeit links halten. Oh, Maul, Helga. Ich glaube, ich fange ein paar und lasse heute im Zelt frei. Ich habe gehört, die fressen Mücken. Ich kann jede Minute meiner Tour genießen und das ist gerade in letzter Zeit nicht selbstverständlich, denn auch das Klima ist nach Monaten endlich wieder angenehm. Nur 25 Grad statt 37 und die Regenzeit ist auch vorbei. Ich habe mich in Hokkaido echt verliebt, ne? Bisschen Skandinavien-Feeling. So stellen wir vielleicht auch Grönland vor an der Küste und sowas, ich weiß es nicht. Es ist einfach, kommen ein paar süße Örtchen, kaum Verkehr, nur ein paar Autos. Alle grüßen nett, Holzhütchen. Mir ging es echt vor ein paar Tagen nicht so gut. Also mental für eine längere Zeit. Und das ist, ich krieg Gänsehaut. Das ist so schön. Es ist einfach so schön. Ich merke, es ist genau der richtige Zeitpunkt für mich, auch mal alleine unterwegs zu sein. Manchmal brauchen wir etwas Abstand, aber das ist fast nie möglich auf unserer Weltreise. Eine Woche lang, nur mit meinen Gedanken und meinen Eindrücken. Morgen. Ich hätte nicht gedacht, dass es heute gleich morgen um 6 pisst. Aber nass das Zelt einzupacken, wenn die nächsten 3 Tage eh schon regnen soll, ist echt Mist. Aber naja, machen wir das Beste draus, oder? Was ist das? Alter, diese Dinger gibt es überall hier, ne? Also verschiedene, das habe ich noch nie gesehen. Aber hier gibt es auch überall diese Bärenschilder. Ich habe auch gestern gehört, dass es hier auf Hokkaido in dem Bereich Bären gibt. Hätte ich nicht gedacht. Also ob das Braunbären sind oder welche kleineren Bären, keine Ahnung. Ich würde echt gern mal einen aus sicherer Distanz sehen. Okay, ich habe gerade gegoogelt. 12.000 Braunbären gibt es auf Hokkaido. Das ist ja irre. Und ich will doch keinen sehen. Die sind ja riesig. Das ist irgendeine Braunbärenart. Ich habe mir gerade gedacht, ich würde gerne einen sehen, aber ne, das ist ja ein Klopper. Wenn es hier so viele Bären gibt, ne, dann werde ich heute Abend auf jeden Fall das Essen getrennt aufbewahren vom Zelt. Weil sonst, wenn ein Bär kommt, dann ja, haut er mir das Zelt zusammen. Genug Lebensraum für 12.000 Bären gibt es hier jedenfalls. Nach diesen Aufnahmen dachte ich, dass der Weg bis zum nördlichsten Punkt das Highlight werden würde. Aber was mich dort oben erwarten wird, sollte nochmal alles übertreffen. Das glaubt mir keiner. Das ist immer so. Ich pfeife den ganzen Tag, weil es mir Freude macht. Und dann mache ich einmal im Tunnel dieses ja, keine Ahnung warum. Und 100 Meter nach mir ist ein anderer Radreisender, also ein Japaner. Er hat sich gedacht, ich bin total bekloppt. Peinlich. Da vorne fährt er noch, ey. Peinlich. Also immer, wenn ich mal ein bisschen austicke, ist jemand da. Kannst du Franzi fragen, das ist furchtbar. Boah, tut das gut. Nach 130 Kilometer abreisen. Oh, jetzt ein kaltes Bad. Und dieses ekelhafte Salz-Dreck-Gemisch loszuwerden. Auch wenn das Salzwasser ist, das ist was anderes. Das ist echt was anderes. Oh.
Das Leben macht Spaß. Ich korrigiere, das Leben macht so lange Spaß, bis es wieder keinen Spaß macht. 10 Stunden starker Gegenwind, 173 Kilometer ohne Regenpause. Einer der abartigsten Touren meiner ganzen Reise. Ganz im Norden angekommen, finde ich heraus, dass es eine Fähre zu einer kleinen Insel namens Rebun gibt. Es wird einer der schönsten Orte sein, an denen ich jemals war. Ich bin da, auf der Insel Rebun, ganz im Norden von Japan. Das ist ja unglaublich schön. Was ist das für ein Ort? Warum kennt das keiner? Das Ding ist halt, hier gibt es vermutlich nur einen Supermarkt. Und der ist hier, ja, in dem Dorf, wo ich angekommen bin mit der Fähre. Das heißt, ich muss jetzt für 1,5 Tage komplett einkaufen. Habe keinen Kocher dabei, hat Franzi alles. Ey, und ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahre. Ich sehe irgendwas Schönes und fahre dahin. Ich fahre auch gerade voll den Umweg, also das ist eine Sackgasse, wo ich gerade bin. So komme ich nicht an die andere Ende der Insel. Aber das ist mir egal. Ich holze jetzt hier von schönem Anblick zu schönem Anblick. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, müsste es hier auch Robben geben. Aber wie schön das hier ist, ne? Mir hat man gesagt, dass es halt so ein paar kleine Fischerörtchen gibt. Und so schauen die hier wohl aus. Also nichts weiter großartig. Aber das reicht ja. Nicht so touristisch. Einfach nur Abenteuer. Keine Ahnung wohin. Ey, ich werde doch bekloppt hier. Das, Alter. Ist gerade irgendwas komisch mit mir oder ist das einfach ultra krass? Und dann das türkise Wasser dazu und diese Grün. Also, wo bin ich denn hier? Also spätestens nach diesen Drohnenaufnahmen müsst ihr mich doch verstehen, oder? Ich bin nicht mal eine Stunde hier. Und heute Morgen am Ticketschalter, wo ich mich angestellt habe, wollte ich eigentlich noch auf die Insel da drüben. Das ist Rishiri, sowas in der Art. Da ist halt ein riesengroßer Berg, also inaktiver Vulkan, wie ihr sehen könnt. Aber da wäre ich eh nicht hoch. Meine Beine sind immer noch im Arsch. Von der 173 Kilometer Tour von gestern. Also so richtig am Arsch. Das ist der einzige Supermarkt oder Convenience Store auf der Insel. Und eine Sache hätte ich nicht geglaubt, wenn ich selber in Japan wäre. Es gibt überall Spaghetti Carbonara. Also ich habe jetzt hier einmal Banane, zweimal Carbonara, einmal so ein Reisgericht, 2 Rosinenbrötchen, Reisball und Schokolade. Jetzt fehlt mir noch so ein Schmuddelheft. Gibt's überall in Japan. Das Gute ist, die machen das immer in der Mikrowelle gleich warm. Da hat man was Warmes zu essen. Jetzt ist es um 3. Das heißt, ich fahre jetzt noch 2 Stunden zur anderen Seite der Insel. Dann suche ich mir was zum Schlafen. Und hoffe, dass ich irgendwie noch ein paar Robben filmen kann heute Abend. Rebun ist alles andere als dicht besiedelt. Gerade mal 3000 Seelen, verteilt auf ein paar kleine Fischerdörfer, leben hier. Vermutlich gibt es sogar mehr Robben als Menschen. Nein, das sind Robben. Das sind Robben. Oh krass, ey, die liegen hier echt überall, ne? An der ganzen Küste. Und jetzt sind sie auch näher.
Was für unglaublich schöne Tiere. Die ganze Küste ist voll, ne? Alles voller Robben. Aber ich glaube, denen geht's halt hier gut, ne? Hier gibt so viel Fischfang noch. So viele Fische im Meer. Auf jeden Fall muss ich noch jemand finden in dem Dorf hier, bei dem ich Leitungswasser erfragen kann, weil ich habe kaum noch was. Ach stimmt, da muss ich noch schnell was schreiben. Versteht mir keine Sau. Hello, konnichiwa. Do you speak English? 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 No. Okay. Can I show you something? Yeah? Okay. Thank you. Es war nur das Kind da. Aber das wird schon klappen. Ah, konnichiwa. Yeah? Ah, arigatou gozaimasu. Thank you, thank you. It's okay, the big bottle? Thank you, arigatou gozaimasu. Please. なんていうんだ。ジャパニーズ。mochi. スイーツビーツを Mochi. どうぞ。プレゼント。arigatou gozaimasu. お水お水。 That's nice. Thank you so much. Thank you. Thank you. じゃあねって。バイバイ。 Thank you. Bye bye. つけて Bye bye. かっこいい自転車。すごいですね。バンブー。Deutsch go. Deutsch. ドイツ？ Deutsch. Yeah. Deutsch. Deutsch. どこ行くんです？あっちですか？ Go there. Yes, yes. すごいね。 Alright. はい、じゃあねって。 Thank you, thank you. Bye, bye. あれ、アザラシ？ Das ist doch ein herrliches Fleckchen hier. Hier bleibe ich. Hier ist eine kleine Ausbuchtung. Hinter so einem Felsen. Das Einzige ist, wenn Tsunami kommt, dann bin ich weg. Auf dem Weg hierher waren so viele Tsunami-Warnschilder mit so 5 Meter, 10 Meter Symbolen drauf. Ich habe nie gewusst, was es ist, und mir hat heute jemand das erklärt. Ich habe leider keine Aufnahme gemacht davon, weil ich nicht wusste, was es ist. Aber das ist deshalb, wenn ein Tsunami kommt, dann weißt du, wie hoch du bist. Und es gibt so wie so Rettungsleiter, einfach so eine Leiter in den Berg hoch, damit du halt schnell Meter machen kannst. Weil das hier ist wohl eine sehr anfällige Tsunami-Gegend. Wenn ich so drüber nachdenke, wo mich mein Schicksal die letzten 3 Tage wieder einmal hingeführt hat, diese Unplanbarkeit, sich einfach treiben zu lassen, das ist es, was mich heute glücklich macht. Boah, ich dachte, die Geräusche da draußen kommen von den Bären. Aber sind die Robben? Jetzt hört man sie gerade nicht. Die brüllen da draußen rum wie irre. Und das klingt nach einem richtig mächtigen Tier. Deswegen hatte ich kurz ein bisschen Schiss, dass es ein Bär ist. Vielleicht fühlen die sich auch nur herausgefordert von meinen 14. Ja, ich glaube, das muss es sein. Habt ihr das gehört? Das sind nicht meine 14, das sind wirklich Robbenschreie. Alter Schwede. Hätte ich heute keine Robben gesehen, ne? Hätte ich jetzt Panik. Wenn die mich nicht schlafen lassen, dann verteile ich morgen erstmal ein paar Schellen am Strand. So richtig pow, dass der Speck wackelt. Update, es ist 12:30. Ich musste kurz raus wegen Pinkeln. Man sieht einfach unglaublich schön die Milchstraße hier. Ich glaube, die Milchstraße habe ich seit dem Himalaya nicht mehr gesehen. Und der Mond hat eine Farbe wie in einem Disney-Film, ne? Also orange und sichelförmig. Leider kriege ich keine gescheiten Nachtaufnahmen hin. Das geht nicht mit der Belichtung, meine Kameras. Aber ja, solche Momente sind halt auch nicht immer unbedingt was für die Kamera. Ist einfach schön. Ich bin weiter. Gute Nacht. Guten Morgen. Ich saß gerade einfach hier eine Stunde auf der Mauer und habe aufs Meer rausgeschaut. Ohne irgendwie, dass ich es gemerkt hätte, dass die Zeit so voranschreitet. Ich habe so ein paar Seesterne beobachtet, Möwen zugehört,
mit den Robben zusammen krakeelt. Und das immer wieder mal vor Augen zu führen. Wir sind jetzt 18 Monate unterwegs. Das alles zu erleben und zu verarbeiten, ist sowas von nicht selbstverständlich, dass wir das hier machen können. Wie viele haben die Chance dazu? Dass wir das Leben hier in unseren späten 20ern so genießen können. Und das ist auch nur einmal die Chance dazu. Wir werden nie mehr so frei und so viel Energie haben wie jetzt in den 20ern. Wir haben auch irgendwo Familienwunsch und sowas und den wollen wir auch auf jeden Fall angehen. Und das ist ein anderes schönes Abenteuer, aber dann geht's halt nicht mehr. Das ist so genial. Mit einer inneren Ruhe, wie ich sie bisher selten gespürt habe, und einer großen Portion Dankbarkeit im Gepäck, geht es weiter zum nördlichsten Punkt der Insel. Die meisten Straßen hier sind Sackgassen, die irgendwo an der Küste aufhören. Ganz alleine an solchen Orten zu sein, fühlt sich unglaublich an. Also ich stelle jetzt mal eine steile These auf, ne? Ich glaube, ich habe noch nie ein Rosinenbrötchen gegessen bei so einer Aussicht. Das ist dann nicht normal auf dieser kleinen Insel, dass es überall so ausschaut. Ich bin jetzt auf dem Weg zum letzten Dorf hier, was es auf der Insel gibt. Danach bin ich durch mit allen Dörfern und war überall, so gut es geht. Und dann geht's heim zu Franzi. Wir sind jetzt hier fast 1,5 Jahre durch Asien gefahren und verlassen nach so langer Zeit jetzt bald den Kontinent. Riesen Step für uns. Wir fahren nur noch gemeinsam runter nach Tokio, dann schicken wir die Räder nach Los Angeles und dann geht's da weiter. Boah, haben wir echt Bock drauf, ne? Wir brauchen auch mal so einen Wechsel. In letzter Zeit war es nicht immer leicht, die Motivation beizubehalten und sowas. Klar, auf so einer Insel, das ist leicht. Also, das ist einfach nur brutal hier. Aber sonst, wenn es ein paar Tage langweilig ist, das ist wirklich nicht leicht. Du sehnst dich nach einem Platz, wo du bleiben kannst oder nach neuen Abenteuern. Nennt man Reisemüdigkeit. Und die schlägt wirklich zu. Also, das glaubt man gar nicht. Angekommen im letzten Dorf meiner Inselerkundung. Und ein letztes Mal bin ich fasziniert von der natürlichen Schönheit von Rebun. So lässt sich doch mal ein Video beenden, oder? Danke fürs dabei sein, für jeden Kommentar, für jede Unterstützung. Wir freuen uns riesig. Wir haben so eine coole Rückenwind-Ultra-Gemeinde mittlerweile. Das nächste Mal wird auf jeden Fall mit Franzi, da freue ich mich wieder sehr drauf. Wir bleiben in Japan. Es geht nach Fukushima.